und der Ball, der rollt wieder. Wir haben es angekündigt. Heute Abend geht es los. Start der ersten Bundesliga in die neue Saison. Und in der Leverkusen gegen Gladbach übrigens spielt. Immer der Meister macht das Auftaktspiel und spielt gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, und das war ja eigentlich das Schöne am letzten Jahr auch, ne? Dass endlich nicht mehr die Bayern vorne waren, sondern eben Bayer Leverkusen. Ja, war eine Überraschung. Ne? Hat der Liga gut getan. Schauen wir mal, wer voll desinteressiert. Nein, Stuttgart ist ja auch Zweiter geworden. Die Bayern sind ja nur Dritter geworden. Das war ja auch noch eine Überraschung. Also wir haben sowohl einen neuen Meister als auch einen neuen Vizemeister gehabt. Aber was glauben Sie, wer wird es dieses Jahr, in dieser Saison machen? Also in der Saison 24, 25. Hier ist Ihre Stimme. Also ich hätte gern Dortmund. Aber meistens ist es ja wieder München, ne? Bayern München, ne? Bayer Leverkusen. Ja. Weil wir es so wollen. Wir hätten auch nichts dagegen, wenn Dortmund gewinnt. Ja. Und dann Köln. Ich bin mal gespannt, was dieses Jahr wird. Ich tippe auf Borussia Dortmund. Ich denke Leverkusen. Die haben eine gute Mannschaft. Und alles, was nicht Bayern ist, kann nur gut sein. Wahrscheinlich wieder die Bayern. Warum? Weil sie letztes Mal nicht geworden sind. Ich glaube leider, dass es Bayern wieder macht. Ich glaube, dass wieder die Tradition beginnt, dass die nächsten Titel holen in den nächsten Jahren. Ja, würde ich sagen. Weil die auch einen neuen Trainer haben und dann einfach da wieder Power geben. Es ist schwer zu spekulieren. Auf jeden Fall nicht Bayern. Und warum? Weil ich es nicht will. Ich hoffe doch wieder Leverkusen. Sie haben es letztes Jahr gut gemacht und dann sollen sie es auch wieder machen. Besser wie Bayern. Der FC Bayern wird wieder Meister, weil die sich gut verstärkt haben und die Schmach vom letzten Jahr nicht auf sich sitzen lassen werden. Und natürlich, über die Saison müssen wir sprechen. Und da ist Thomas Helmer, unser Fußballexperte, Fußball-Europameister von 96 und mehrfach deutscher Fußballmeister mit Bayern München, der Richtige für. Guten Morgen, Thomas. Schönen guten Morgen, Thomas. Ja, guten Morgen, ihr beiden. Thomas, auf wen tippst du denn? Wir haben es gehört. Da war schon sehr oft Leverkusen zu hören, Bayern nicht so oft. Also sind die Bayern dann doch nicht mehr der Top-Favorit für 24, 25? Ich glaube, sie sind nicht mehr der Favorit wie in den letzten Jahren davor, bevor Leverkusen jetzt letztes Jahr diesem Husarenstück geglückt ist. Ich glaube, dass Leverkusen nicht einbrechen wird. Das hofft man natürlich in München logischerweise, dass sie nicht nochmal so eine Saison spielen, aber das sehe ich überhaupt nicht. Mit ihrem Trainer, mit ihrem Kader, sie haben das wieder sehr intelligent gelöst, sind sie für mich absolut Favorit und auf Augenhöhe mit den Bayern. Lass uns trotzdem natürlich noch mal ein Wort auf die Bayern auch geben, denn das ist ja schon ganz interessant. Also nun wird ja auch kolportiert, Vincent Kompany hat ja da erst frisch seinen Job angetreten und nun heißt es schon, er wäre gar nicht dafür gewesen, dass man de Ligt hat gehen lassen. Deutet das schon wieder auch für dich darauf hin, dass da einiges an Unstimmigkeiten der kommunikativen Art in der Führungsebene des FC Hollywood am Start ist? Ich habe drauf gewartet. Ja. Ja, man könnte ja erstmal ironischerweise auch sagen, sie haben ja wenigstens einen Trainer endlich gefunden. Ne? Also das ist ja auch schon mal ein Fortschritt. Nein, ich glaube, die Diskussion, ja, die halten schon sehr lange an, nicht nur um de Ligt. Jetzt haben wir Goretzka wieder als Fall. Also die Bayern haben definitiv erstmal zu viele Spieler an der Anzahl, zu viele sehr gute Spieler auch und ja, gerade was die Innenverteidigung angeht, hätten sie dann natürlich, wenn de Ligt geblieben ist, fast 5 gehabt. Goretzka hat jetzt auch noch gespielt auf der Position, hätten sie 6 gehabt. Also das ist ein Überangebot, das ist schon ein Luxusproblem. Und ich glaube, dass viele de Ligt auch nachtrauern, weil, wenn er gespielt hat, sehr gut gespielt hat. Und weil er natürlich von der Mentalität her so dieses berühmte Wort Führungsspieler verkörpert. Und das müssen die anderen erst noch zeigen. Das hat Upamecano nicht geschafft, das hat Kim nicht geschafft. Da ja in Anführungsstrichen, der war noch zu kurz da, aber da ist sicherlich ein Vakuum auch. Und was ist mit Borussia Dortmund und vor allem dem VfB Stuttgart? Überraschungsvizemeister, zählen die weiter zum Favoritenkreis? Also wenn ich mir anschaue, so bei Stuttgart, da habe ich so meine Zweifel. Da sind mehrere Führungsspieler ja weg. Ja, der Aderlass beim VfB ist natürlich extrem, weil es ganz, ganz wichtige Spieler gewesen sind. Das war so ein bisschen das Prinzip, wie früher die Bayern auch praktiziert haben. So, wir kaufen mal die besten Leute da weg, dann sind die nächstes Jahr nicht mehr so gut. Dazu haben sie die Champions League, aber sie haben eben einen sehr guten Trainer, der ähnlich sehr gut oder der genauso gut gearbeitet hat wie Xabi Alonso. Das muss man einfach so sagen. Sebastian Hoeneß macht das super. Das ist ein großes Plus und im Supercup haben sie es angedeutet.
Da waren sie ja nicht schlechter, sondern eher vielleicht sogar auch teilweise die bessere Mannschaft. Also da bin ich sehr gespannt. Trotzdem wird es schwer für den VfB. Und ich glaube, du hast Dortmund noch gerade angesprochen. Ja, Dortmund hat man mit den Verstärkungen, die sie sich an Land gezogen haben, mal ein Ausrufezeichen gesetzt und ganz klar gezeigt, wir wollen da oben rein, wir wollen die anderen ärgern, wir wollen nicht wieder Fünfter werden, sondern da muss einfach mehr die Saison herausspringen. Ja, aber lass uns auch gerne mal ans ich sag mal, untere Drittel der Tabelle auch schauen. Hast du denn jetzt schon Kandidaten, die sich wahrscheinlich in Richtung Abstieg auch bewegen werden? Jetzt hatte ich gehofft, die undankbare Frage, die ersparst du mir heute mal. Nee, auf gar keinen Fall. Die kommt zum Schluss, Thomas, die kommt zum Schluss. Ja. Ich kenne das. Erstmal in Sicherheit wiegen und dann zuschlagen. Ja, ist schon klar. Ich glaube, da braucht man kein großer Prophet sein, wenn man sagt, dass die beiden Aufsteiger es natürlich extrem schwer haben, Kiel und St. Pauli. Da steht, glaube ich, außer Frage. Das Theater in Heidenheim gefällt mir gar nicht. Also da bin ich sehr gespannt, ob sich das nicht auf die sportliche Leistung auch auswirken wird. Da bin ich wirklich, also da wird es sicherlich Riesenprobleme geben. Ja, und dann wird es schon eng. Die zweite Saison von Heidenheim, man sagt ja mal, die zweite Saison für einen Aufsteiger ist sehr, sehr schwer, aber das wirkt für mich sehr kompakt dort, sehr stabil. Jetzt haben sie auch da in der Quali zur Conference League ein Erfolgserlebnis gehabt gestern, was mich sehr gefreut hat. Und das ist einfach so ein Sympathieverein auch. Aber es wird trotzdem im zweiten Jahr erfahrungsgemäß einfach ein bisschen schwieriger. Komm, Marie, dir gebührt die Ehre. Dass ich Tschüss sagen darf, Thomas. Nein, die Frage nach dem, wen er als Favoriten sieht. Aber das hat er doch schon gesagt, Leverkusen. Wir sind da ganz auf einer Linie, Thomas und ich. Also legst du dich wirklich fest, dass Leverkusen wieder Meister wird, Thomas? Das habe ich so in der ersten Antwort nicht verstanden. Bist du verrückt? Wir legen uns doch nie fest. Da muss ich doch man muss sich doch drehen können. Man muss doch andere Meinungen haben können. Es wird spannend auf jeden Fall. Das ist doch mal schön, oder? Wir haben zumindest das Gefühl, es wird sehr, sehr spannend. Und ich glaube auch daran. Und ihr auch, oder? Ja, das auf jeden Fall. Unbedingt. Wir werden auf jeden Fall mit dabei sein bei dieser Fußball-Bundesliga-Saison 24. Thomas, danke dir für diese Einschätzungen. Es war uns ein Fest. Schönes Wochenende. Liebe Grüße. Ja, euch auch. Liebe Grüße nach Berlin.